So Leute, heute ist ein guter Tag, denn auch wenn ich gerne mit dem hier jetzt ein bisschen aufreißen würde, da steht er Leute. Das ist unser Auto für heute, der Ferrari LaFerrari. Die ultimative Ikone von Ferrari. Ein Haufen Formel 1 Technik, Hybrid, insgesamt 963 PS haben wir am Start, bedeutet 800 PS, reiner V12 Saugermotor, pure Emotionen plus 163 PS Elektropower. Gegner McLaren P1, 918 Spider, das waren die drei Hypercars vorgestellt vor ungefähr 10 Jahren. Und dasselbe wie beim P1 und beim 918 Spider, auch hier der LaFerrari, ein absolutes zeitloses Design. Zieht euch das mal rein. Über 10 Jahre ist der LaFerrari mittlerweile alt und sieht immer noch aus, als wäre er letzte Woche vorgestellt worden. Vor allem muss man schon wirklich sagen, hier der Spec ist richtig geil. Denn wir haben hier einerseits, klar, rote Lackierung, aber wir haben hier auch wirklich schöne schwarze Akzente. Bedeutet, hier an der Seite schön das Ganze in schwarz gesetzt. Dann haben wir auch hier das Dach, alles schön in schwarz, sowie auch hier einen schönen schwarzen Streifen, und es macht das Ganze nochmal deutlich aggressiver. Auch sowohl hier unten haben wir hier alles schwarz gesetzt. Ja? Vor allem, man muss sich mal überlegen, wir sind von den drei Hypercars, ist der LaFerrari der leichteste. 1430 Kilo im Vergleich. Der 918 Spider liegt bei 1700 Kilo, also fast 300 Kilo schwerer. Und der P1 liegt irgendwo bei 1500 Kilo. Also da ist der LaFerrari definitiv der leichteste von den dreien. Und wenn wir nämlich jetzt nach hinten gehen, und das ist genau das Thema, Leute, warum wir den LaFerrari heute fahren, denn ihr habt ja schon mal den LaFerrari Aperta auf meinem Kanal gesehen, aber ich sage euch eins, das wird eine andere Liga. Denn hier wurde, sagen wir es mal so, Leute, etwas leicht modifiziert am Sound, und das ist krank. Also ich habe nur den Kaltstart vorhin gehört und das ist wirklich abnormal. Also ich kann es nicht erwarten, damit jetzt dann gleich auf der Straße zu fahren. Ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Denn wegen dem hier, der schöne 12-Zylinder-Saugermotor, leistet 800 PS, habe ich ja schon gesagt, mit der Elektrobatterie noch dazu, 963 PS. Und hier hinten kommen wir nämlich zur Formel 1 Technik. Bedeutet die Hybrid-Power, ja, aber auch hier, wenn wir zum Beispiel schauen, diese zwei Flaps, die sich aktiv bewegen. Wir haben hier hinten den Heckspoiler, der bewegt sich auch aktiv. Dann auch hier kennen wir richtig schön vom Formel 1 Auto. Und dann dieser Klang. Dieser Klang ist einfach unmenschlich. Wir haben einen Haufen Carbon, dementsprechend ja auch wirklich dieses Gewicht. Und jetzt würde ich mal sagen, wir steigen jetzt mal ein. Übrigens, was ich ja immer wieder faszinierend finde, LaFerrari, dieses Seitenspiegel, wie extrem lang die sind. Zieht euch das mal rein, wie weit die hier rausgehen. Jetzt kommen wir zum Innenraum und da unterscheidet sich das schon wieder zum McLaren P1, denn das sieht hier alles gut aus. Wir haben hier wirklich einen Haufen Carbon. Ja? Auch hier, wie wir sehen können, auch die Sitze richtig geil mit den Gurten, alles richtig geil gemacht. Dann sehen wir auch hier die Pedale unten. Wir können uns den Sitz nicht verstellen, der ist hier fest verschraubt. Ausschließlich die Pedale können wir uns nach vorne und nach hinten ziehen, sowohl uns auch das Lenkrad einstellen. So, aber jetzt setzen wir uns mal rein, Leute. Und das ist immer wieder, was ich so schade finde. Denn man muss sich mal überlegen, dieses Fahrzeug kostet 1,2 Millionen Euro, hat der damals schon gekostet. 499 Stück gibt es davon, ja. Und ich meine, LaFerrari wird mittlerweile fürs doppelte, dreifache gehandelt, was er damals gekostet hat, ja. Und ich meine, es ist ein extrem emotionales Fahrzeug, aber trotzdem finde ich es dann so schade, dass wir hier einfach so viel Plastik verbaut haben und diese Fensterheber von dem 458 übernommen haben, ja. Das finde ich halt wirklich schade, auch wenn wir hier überall noch Carbon und Alcantara und so weiter haben. Aber man muss sich das mal überlegen. Du zahlst so viel Geld, da hätte man meiner Meinung nach am Innenraum deutlich mehr machen können. Auch hier hinten, das ist alles geil gemacht mit dem Carbon, aber trotzdem mit der Lüftung und dem allem drum und dran. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass es halt beim P1
finde ich, innenraummäßig deutlich hochwertiger. Oh, jetzt steigen wir wieder aus. Aussteigen ist definitiv deutlich entspannter als beim P1. Aber auch wenn wir dann von außen schauen, er ist vom Design, brauchen wir überhaupt nicht reden, wenn wir hier schauen. Nochmal, wenn wir jetzt hier weggehen. Er ist vom Design her extrem, extrem schön. Aber der P1, wenn du den im Straßenmodus hast, auch ein extrem schönes Fahrzeug. Und dann stellst du ihn in den Race-Modus und dann ist das wie ausgewechselt. Ist das ein komplett anderes Auto. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir steigen jetzt ein. Vielleicht können wir mal schauen, ob wir hier jetzt ein bisschen Standgas geben können. Leute, ich sage euch eins, ich bin so gespannt. Das wird sowas von krank werden. Und von daher würde ich sagen, yalla, Abfahrt. So Leute, dann sind wir unterwegs im LaFerrari und ich sage euch eins, das allererste, was mir auffällt, im Vergleich hier zum Aston Martin Valkyrie hier vorne, hier kann man wenigstens noch normal reden, ne? Obwohl wir hier Natural Aspirated V12 Power am Start haben und die Auspuffanlage, sagen wir es mal so, leicht modifiziert ist. Junge, ist das Ding sowas von abartig. Also ich bin ja LaFerrari schon ein paar Mal gefahren und Aperta. Aber hier, das soundtechnisch ist halt wirklich brutal. Aber jetzt sehen wir mal hier nochmal den Valkyrie. Und das sieht so unfassbar geil aus. Das hat echt nichts mehr mit einem Fahrzeug zu tun. Nichts mehr mit einem Auto. Das ist ein Spaceship, aber wirklich vom anderen Stern. Wenn wir uns das wirklich hier an der Seite anschauen, zieht euch das mal rein, wie heftig der aussieht. Alter Schwede, ist das Ding krass. So, und ich sehe, hier vorne kommt ein kleines Tunnel, bedeutet, wir machen hier das Fenster ein bisschen runter. Ist auch geil, hier schön vom 458 noch, hier Fensterdrücker, aber ist egal, weil jetzt, Leute, zieht euch das mal rein. Alter Schwede! Was zum Teufel ist das bitte? Für ein Auto! Junge, geht das Ding vorwärts! Alter, 318. Ist das verrückt, Leute? Aus dem Nichts. Ey, dieser Klang, Leute. Da hinten haut's wahrscheinlich Flammen raus bis zum geht nicht mehr. Ist das brutal. Ist das brutal. Ihr seht, man kann sich einfach nicht zurückhalten. Ja? 12 Zylinder, das Ding schiebt vorwärts, dass kein Ende in Sicht ist. Und das ist halt einfach vom Auftreten her. Und wenn du hier drinnen sitzt, es ist einfach sowas von ein geiles Feeling. Allein hier diese Renngurte, das ist schon wirklich, also was Ferrari damals mit diesem Fahrzeug gebaut hat, ist schon wirklich der absolute Wahnsinn. Das ist halt wie P1 918 Spider. Wir haben Hybridtechnik am Start. Und zwar, um genau zu sein, 963 PS. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass wir hier definitiv etwas mehr Leistung am Start haben. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt schon ein paar Mal LaFerrari gefahren. Aber so, wie dieses Ding vorwärts geht, ist nicht von dieser Welt. Ihr habt es gerade gesehen. Es waren einfach mal ganz entspannt direkt 320, die wir hier drauf gehabt haben. Das ist schon wirklich der absolute Wahnsinn. Und allein wie das Ding am Gas hängt, wenn der Elektromotor hier dazukommt, wenn wir jetzt mal hier in manuell gehen, wir sind jetzt hier im 6. Gang, ja, 3000 Touren. Es ist und dann ist einfach kein Ende in Sicht. Dann dreht das Ding bis 9000 Touren durch, aber sowas von abnormal. Und ich meine, da machst du das Fenster hier ein bisschen auf. Alter.
330 gewesen. Ey, das ist doch nicht von dieser Welt. Das Ding, zieht euch das mal eigentlich mal nur ins Fenster. Alter. Junge, also ich bin fertig mit der Welt. Zieht euch das mal rein, wie es mir meine Haare aufstellt. Boah. Das ist ja Wahnsinn. Das ist halt wirklich das Thema beim LaFerrari. Das Ding liegt einfach nicht geil in den Kurven, wenn du das hier wirklich mit dem P1 und 918er vergleichst. LaFerrari geht geradeaus brutal, ja, aber Kurvenlage, das muss man halt ganz ehrlich sagen, das ist halt wirklich nicht geil. Also für den Preis, was du zahlst, da wenn du in einen 488 Pista einsteigst, hast du deutlich mehr Rennfeeling als hier im LaFerrari. Das ist hier viel zu, zieht euch das mal rein, viel zu viel Spielraum, ja. Wenn du da in Project One, egal in was für ein Auto einsteigst, GT3 RS, ja, ey, da machst du so und das Ding ist wie auf Schienen. Und hier ist das halt, boah, das ist halt viel zu weich. Das finde ich halt so schade, dass der LaFerrari so ein geiles Auto ist, ja. Optisch ist für mich definitiv P1, 918 Spider das schönere Auto. Hier hast du halt den geilen 12-Zylinder Saugermotor drinnen. Ein Klang bis zum geht nicht mehr. Geradeaus schiebt das Ding brutal vorwärts. Aber kurventechnisch, muss man halt ganz ehrlich sagen, ist das Ding leider einfach nicht gut. Trotz Formel 1 Technik, was wir hier am Start haben. Aber auf der anderen Seite, Leute, ist es scheißegal, weil du machst hier dieses Fenster ein bisschen runter. Und der Ding drin bis 9000 Touren. Das ist einfach kein Ende in Sicht ist. Junge! Und du vergisst es einfach komplett, dass das Ding einfach nicht geil in den Kurven zum Fahren ist, weil du einfach hier... Ich komme einfach nicht mehr klar. Wenn man mal hier LaFerrari oder egal was für ein 12-Zylinder Saugermotor von Ferrari gefahren ist, ist das ja wirklich absolut göttlich. Aber der Sound hier bei dem Auto, da fehlen dir einfach die Worte. Ich komme nicht klar darauf. Das ist der absolute Wahnsinn. So, jetzt habt ihr gerade gesehen, wir sind gerade rein elektrisch gefahren. Ich weiß allerdings nicht, wie man das ausschaltet, Leute. Man kann hier auch eine gewisse Reichweite mit dem LaFerrari rein elektrisch fahren. Ich glaube, es müssten auch irgendwas um die 20 Kilometer sein. Aber ich meine ganz ehrlich, wenn du den Sound hast, so willst du da rein elektrisch fahren. Wobei man ja natürlich sagen muss, auf der anderen Seite, es ist schon geil. Wenn du hier in dem LaFerrari sitzt, hast du eine Gesamtleistung von fast 1000 PS. Und dann kannst du damit auch rein elektrisch fahren. Das ist auch das Geile am McLaren P1. Das Ganze ist einfach nochmal radikaler. Hier LaFerrari, muss man ganz einfach sagen, sehe ich einfach mehr als Show. Und einfach das emotionalere Fahrzeug, was Thema Sound angeht, was Thema Performance angeht. Das ist meine Meinung, Leute. 918 Spider, P1, schweben nicht in einer anderen Liga. Aber es sind die schnelleren Autos. Also Rennstrecke brauchen wir wirklich überhaupt nicht reden. Es macht auch keinen Spaß, mit dem wirklich schnell in die Kurven zu gehen. Willst du auch gar nicht. Das ist so wie mit dem Aventador. Aber ich meine, auf der anderen Seite musst du ja ganz ehrlich sagen, wertanlagentechnisch ist LaFerrari ultimativ. Und auf der anderen Seite natürlich emotional, soundtechnisch geradeaus ein absolutes Biest. So, sieht aus, als wären wir angekommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren, Leute. Ich sehe auf jeden Fall, da steht einfach mal ganz entspannt ein F40 drinnen, SLR, F12 TDF. Ja, 918 Spider haben wir gerade davon geredet und ihr seht, wir kommen jetzt einfach hier rein elektrisch an. Warum auch nicht? So Leute, eigentlich wollte ich gerade ein entspanntes Outro mit euch machen. Einfach nochmal meine Fahrt mit dem LaFerrari hier teilen.
Allerdings ist hier gerade in der Zwischenzeit was passiert. Und jetzt weiß ich nämlich auch, wo wir angekommen sind, denn ich drehe mich einmal in die Richtung. Nicht nur ein LaFerrari, auch nicht 2, sondern 3 LaFerraris inklusive Aston Martin Valkyrie. Also ja Leute, seid gespannt. Wir haben zwar nicht viel Zeit, das wird jetzt extrem spontan gleich werden, aber ich werde hier mit euch ein Video drehen. Ich werde euch da mit reinnehmen, was da für Autos so rumstehen. Aber um hier auch jetzt noch mal kurz auf den LaFerrari einzugehen, ein extrem emotionales Fahrzeug. Geradeaus abartig schnell, fast 1000 PS, die Formel 1 Technik, also da hat wirklich Ferrari eine geile Arbeit geleistet. Kurventechnisch habt ihr gesehen, das ist einfach nicht der Burner, da ist der 918 Spider und McLaren P1 einfach sowas von eine Liga voraus, aber trotzdem emotional unfassbar, eine absolute Legende. Und jetzt hier die 3 Stück nebeneinander zu sehen, wenn man sich überlegt, es gibt nur 499 Fahrzeuge und wir sehen vor allem, man denkt sich, das ist alles rot, aber nein, das ist ein helles Rot, das ist mittel und hier ist es ein schönes tiefes Rot, was ich am meisten feiere vom Spec her mit den ganzen schwarzen Akzenten. Das habe ich euch ja alles schon gezeigt. Und dann natürlich hier noch Aston Martin Valkyrie. Also das war wirklich eine unfassbare Erfahrung, im LaFerrari zu fahren. Und der Valkyrie ist neben dir. Deshalb nochmal ein großes Dankeschön an den Dieter, an den Besitzer, dass er das hier möglich gemacht hat, dass ich euch hier mitnehmen durfte. Und von daher würde ich sagen, machen wir Schluss hier mit dem Video. Seid gespannt auf das nächste Video, denn ich gehe nämlich jetzt hier rein. Wie gesagt, wir haben leider nicht viel Zeit, weil wir bald wieder los müssen. Und dann, Leute, würde ich sagen, Jalla Abfahrt, Peace out und bis zum nächsten Video wieder.